Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten. Erstmal ein Dankeschön natürlich wieder mal an HK Hosting, die uns diesen Server bereitstellen, damit ich für euch Tutorials darbringen kann. Und ja, heute geht es darum, uns eine eigene Cloud einzurichten. Das heißt, ihr habt am Ende einen Cloud-Server bei euch auf dem Server laufen und auf diesen Cloud-Server könnt ihr Daten schieben, könnt die Daten wieder runterziehen und zwar über Desktop-Clients oder Mobile-Clients und dann natürlich logischerweise von überall. Das heißt, ihr habt dann nicht mehr das Problem mit irgendwelchen Daten synchronisieren, bla bla bla. Also per USB-Stick hin und her kopieren, sondern ihr müsst einfach nur noch über eure Cloud die Daten beziehen und ja, das ist ziemlich geil. Okay, deswegen, wir werden hier OwnCloud benutzen und nicht die aktuelle Version, weil die Installation für die aktuelle Version nur sehr umständlich möglich ist, deswegen werden wir es einfach so machen. Wenn ihr das lieber anders machen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Ja, das Tutorial ist halt einfach nur dafür da, dass wir die leichteste Variante dafür uns sozusagen rausziehen. Okay, fangen wir also an. Wenn ihr später darauf zugreifen wollt, dann braucht ihr diese Clients. Das heißt, die Dinger, die dann bei euch auf dem Rechner laufen oder bei euch auf dem Handy laufen oder sowas, das sind diese Clients hier, Desktop-Client, Mobile-Client. Und wenn ihr den Server einrichten wollt, dann braucht ihr das hier, und zwar einfach hier auf Download. Ihr könnt natürlich auch hier einen Provider wählen und dann euch dort einen OwnCloud-Server sozusagen mieten, was natürlich etwas mehr kostet, als wenn man das ganze Ding selber hostet. Das heißt, wir werden das hier jetzt natürlich selber einrichten. Download OwnCloud Server und jetzt gibt es hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und zwar, ihr könnt das Ganze als Archiv runterladen und dann darüber installieren. Ihr könnt das Ganze aber auch über Webinstaller oder sowas installieren, was wir aber nicht machen werden. Wir wollen das Ganze über Packages installieren. Das heißt, wir brauchen erstmal die Packages und die werden dann eingetragen bei uns auf dem Server, dass wir sozusagen immer automatische Updates beziehen können. Und das ist natürlich sehr, sehr nützlich, denn dann muss nicht irgendwie ständig eine neue Version manuell draufgetan werden, sondern man kann einfach per apt-get Update und Upgrade und so weiter, kann man das Ganze automatisch updaten, was natürlich dann auch sehr, sehr schnell und ohne Probleme und ohne Aufwand vor allem die Sicherheitsupdates mitliefert, die wir so brauchen. Ihr seht, für was es alles verfügbar ist. Also Ubuntu ist ja unser Betriebssystem. Ihr habt natürlich aber dann wahrscheinlich eine eigene Variante dazu. Könnt natürlich auch ein Fedora haben oder eine neuere Version von Ubuntu, was weiß ich. Okay, wir gehen hier auf Continue und dann sehen wir hier schon, hier oben könnt ihr alles auswählen. Wir wählen hier Ubuntu aus. Hier ist dann eure Version von Ubuntu, die ihr dann benutzen wollt. Hier 16.04 haben wahrscheinlich die meisten von euch, beziehungsweise je nachdem zu welchem Zeitpunkt ihr das guckt, habt ihr wahrscheinlich sogar eine neuere Version. Wir haben hier aber diese Version. Und warum ich euch das jetzt zeige, ist, ihr braucht diese Dinger hier nicht von mir irgendwie abzutippen oder sowas. Das ist mega umständlich. Einfach Copy. Und dann müsst ihr natürlich in eurem Server schon eingeloggt sein als Root-User. Werden wir brauchen. Das brauchen wir allerdings nicht. Genau, und jetzt einfach hier pasten. So, bam, fertig. Dauert ein bisschen, klar, bis der Release-Key unten ist. Und wir warten einfach mal so lange. So, ganz kurze Erklärung, was wir hier tatsächlich jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns den Release-Key, also quasi unseren Schlüssel runtergeladen, nicht unseren Schlüssel, den von OwnCloud haben wir runtergeladen und haben ihn in diese Datei release.key gespeichert. So, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen in unsere Paketquellen, also apt, wollen wir den Release-Key einspeisen. Und das ging sehr, sehr schnell. Und jetzt haben wir sozusagen alles verfügbar, was die uns bieten. Das heißt, wir fügen das jetzt noch in unsere Paketliste sozusagen ein. Können wir aber einfach hier auch einfach copy-pasten. Wir müssen eigentlich dabei wirklich nicht viel denken. Das hier fügt das Ganze in unsere Lists ein, also in unsere Sources.list. Wer vielleicht schon mal mit Kali gearbeitet hat und da schon mal Schwierigkeiten hatte, weiß, die Sources.list sind sehr, sehr umständlich und deswegen ist es ganz nett, dass die uns hier wirklich die kompletten Dinger hier einfach so zur Verfügung stellen. apt-get Update macht einfach genau das, es updatet eure Paketquellen und danach könnt ihr direkt OwnCloud eigentlich installieren. So, also wir machen das jetzt einfach mal hier, bam, und das ist das Update, was jetzt hier schon läuft, also das Eintragen ist quasi einmal kurz Datei schreiben und ja, was wir jetzt machen, ist updaten. Kurz warten, bis es fertig ist. So, und am Ende können wir apt-get install OwnCloud ausführen, ohne irgendwelche weiteren Zwischenprobleme und so. Und einfach hier ja, natürlich, also ihr müsst bestätigen mit Y normalerweise für Yes. Und dann wird das ganze Ding schon für euch installiert und dann habt ihr den
einfachen Teil leider erst fertig. Wir müssen jetzt noch die Datenbank einrichten und wir müssen natürlich OwnCloud auch noch irgendwie konfigurieren. Das heißt, das haben wir jetzt. Jetzt geht es aber erstmal richtig los. Und wir brauchen als Vorbedingung hier, dass wir OwnCloud überhaupt richtig benutzen können, muss PHP installiert sein und es muss MySQL installiert sein oder irgendeine alternative Datenbank. Steht auch immer dabei bei der Version von OwnCloud, welche Datenbanken ihr da installiert haben müsst, beziehungsweise welche Datenbanken alle unterstützt sind. MariaDB bzw. MariaDB wird ja auch unterstützt. Und ja, wir werden das Ganze mit MySQL machen, weil ich dazu hier in dieser Playlist schon ein Video habe, wie das Ganze installiert ist und wir haben auch schon PHP installiert. Das heißt, wir haben das Ganze hier, müssen wir quasi nicht mehr installieren, das wäre viel zu lang für ein Video. Deswegen bitte ich euch dann im entsprechenden Video hier nachzugucken. Wir führen MySQL aus, indem wir einfach MySQL-U root, also wir wollen uns als User root bei MySQL einloggen und zwar mit Passwort und dann geben wir hier einfach unser Passwort ein. Tippen natürlich Enter und dann sind wir hier drin sozusagen und jetzt können wir hier MySQL-Befehle direkt ausführen und zwar können wir zum Beispiel sagen, wir wollen eine Datenbank anlegen, nämlich create database und wir nennen das Ganze einfach OwnCloud. Semikolon nicht vergessen, sonst fragt ihr euch danach. Genau. So, und jetzt wollen wir aber nicht, dass dieses OwnCloud von unserem Root-User später benutzt wird, weil Root ist immer so ein Problem bei Datenbanken. Wenn jemand Root Berechtigungen hat, also dann hat er auch Berechtigungen, auf alle Datenbanken zuzugreifen. Wir wissen aber nicht genau, vielleicht ist ja OwnCloud irgendwann mal angreifbar und dann kann ein Benutzer, der OwnCloud gehackt hat, auch eure ganzen anderen Datenbanken angreifen. Das ist nicht geil. Deswegen legen wir uns einen extra Benutzer an, der nur alle Rechte für OwnCloud, also für diese Datenbank OwnCloud hat und im schlimmsten Fall ist dann eben diese Datenbank OwnCloud im Arsch und nicht alles andere auch noch. Und deswegen sagen wir einfach mal grant all on OwnCloud, das ist eure Datenbank, also hier den Namen eurer Datenbank benutzen, grant all on bleibt gleich, aber hier OwnCloud, Punkt Stern to, so und jetzt kommt der User, den ihr hier benutzen wollt. Wir nehmen jetzt einfach mal hier OwnCloud, also als Benutzer, upsala, add, das ist quasi auf welchem Server das ganze Ding läuft, localhost ist das bei uns, OwnCloud add localhost. Und jetzt sagen wir, was für ein Passwort der haben möchte. Identified by. So, und jetzt hier, Achtung, in diese Dinger kommt ein Passwort rein. Dann nehme ich jetzt einfach mal, was nehme ich denn hier für ein wunderbar schlechtes Passwort? Der Server geht ja eh gleich wieder offline. Deswegen sagen wir einfach mal Passwort. So, Semikolon nicht vergessen und Enter. Query OK, wenn ihr hier kein Query OK habt, hier oben gilt dasselbe, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht und dann müsst ihr nochmal nachschauen, ob ihr da vielleicht irgendwas machen wollt. So, jetzt werden die neuen Berechtigungen erstmal aktiv gemacht, indem wir hier sagen Flush Privileges. Das ist ein furchtbares Wort. Ich muss gerade nochmal gucken, ob ich das richtig geschrieben habe. Ja, sieht gut aus. Okay, und wir sind fertig. Also MySQL ist jetzt eingerichtet und MySQL ist sehr, sehr höflich, verabschiedet sich immer ganz nett von euch. Jetzt haben wir einen Benutzer angelegt, der für die Datenbank OwnCloud, die wir auch angelegt haben, die Rechte hat, alles auf dieser Datenbank zu machen, aber keine andere Datenbank irgendwie hart zu benutzen. So, und jetzt können wir hier sagen, okay, wir wollen OwnCloud benutzen. So, da wir jetzt hier ja Nginx verwenden, also ich habe jetzt hier einfach mal aufgeräumt gerade, da wir hier Nginx verwendet haben in den letzten paar Tutorials, wollen wir das hier auch weitermachen. Das Ding ist, dass OwnCloud nicht irgendwie in, wie wir es gewohnt sind, User Share Nginx und dann von mir aus auch noch HTML reingeht. Da ist einfach nichts drin, außer das ist meinen anderen Videos, sondern es kopiert die Dateien allesamt in, und jetzt Achtung, aufpassen, der Pfad ist wichtig, war www und hier dann in OwnCloud. Das heißt, wir müssen hier irgendwie schauen, dass wir in OwnCloud reinkommen. Also, dass wir dieses, hier sehen wir, ist alles drin, dass wir eben hier drin unseren Server laufen lassen und nicht irgendwo anders. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch kurz die Nginx-Konfiguration umschreiben. Die findet ihr ganz normal eigentlich, wie wir es schon ein paar Mal gemacht haben, könnt ihr mit Vim editieren und zwar in etc Nginx Sites Available und dann die Default. So, könnt ihr jetzt hier umändern und zwar habt ihr dann als Root hier oben
nicht mehr User Share Nginx HTML, sondern wir wollen uns ja jetzt hier eine Cloud einrichten. Das heißt, wir müssen das ganze Ding nach var www und dann, was hatte ich gesagt? OwnCloud umwandeln. Genau. Der letzte Slash natürlich noch nicht vergessen und speichern. So, jetzt können wir erstmal. Jetzt müssen wir als allererstes mal, ich habe hier nochmal aufgeräumt, sorry, wir müssen hier jetzt erstmal Nginx neu starten. Das heißt Service Nginx Restart. Bam. Und Nginx restartet. So, und jetzt öffnen wir in unserem Browser einfach eure IP-Adresse bzw. euren Servernamen. Also bei mir wäre das zum Beispiel the-morpheus.de. Keine Sorge, ihr findet jetzt hier immer noch meine Webseite ganz normal. Ihr findet auch keine Cloud oder sowas, sondern das ist, wie gesagt, dieser zweite Server. Und ja, da können wir einfach mal drauf gehen. Bei mir ist das Ganze über IP. Sieht dann folgendermaßen aus. Administratorkonto anlegen, Speicher, Datenbank, bla bla bla, Installation abschließen. So, hier können wir jetzt natürlich sehr, sehr viel machen. Sieht auch echt gut aus. Wir können jetzt einfach mal hier den Admin-Account anlegen. Und, ach so, richtig, wenn ihr das Ganze gemacht habt mit HTTPS, dann ist das Ganze hier oben natürlich über HTTPS und eure IP erreichbar. Haben wir ja gemacht mit Let's Encrypt. Könnt ihr dann einfach eintragen, funktioniert genau gleich. Haben wir jetzt hier allerdings nicht gemacht, weil wir hier eben noch über HTTP unterwegs sind. So, wenn ihr den Benutzernamen hier benutzt oder auswählt, dann solltet ihr auf keinen Fall Admin oder sowas wählen. Auch OwnCloud, was wir jetzt hier benutzen werden, ist eigentlich nicht so gut. Sollte man eigentlich nicht machen. Und auch das Passwort sollte ein besonders langes Passwort sein. Gut, aber mein Passwort scheint einigermaßen machbar zu sein. Naja, es ist nicht wirklich ein starkes Passwort, keine Sorge. Aber wir schalten den Server gleich wieder ab. Normalerweise haben wir da stärkere Passwörter dafür. So, und eigentlich sind wir schon soweit. Jetzt müssen wir hier nur noch ein paar Sachen auswählen. Und zwar hier auf Speicherdatenbank. Hier gehen wir, oder hier sehen wir, was wir benutzen wollen. SQLite, MySQL oder MariaDB, was wir benutzen wollen. Dann unser wunderbares, unser Ordner, wo die ganzen Daten tatsächlich gespeichert werden sollen. Den lasst ihr am besten mal so, da kommen wir dann gleich noch drauf. Und ja, wir müssen jetzt hier natürlich uns einrichten. Wir müssen eingeben, wie heißt unser Datenbankbenutzer. Der war in unserem Fall OwnCloud. Wie war unser Datenbankpasswort? Das gebt ihr natürlich einfach mal euer Passwort ein. Und wie hieß unsere Datenbank? Also das eine war der Datenbanknutzer, das ist der hier oben, und das hier ist die Datenbank. Beides hieß bei uns OwnCloud. Deswegen nicht wirklich verwunderlich, dass wir hier zweimal dasselbe eintragen. So, und ja, jetzt ist natürlich noch wichtig, dass ihr euch diesen Ordner hier merkt, wo dieses Datenverzeichnis drinsteht. Das heißt, wo eure Daten gespeichert werden. Keine Sorge, ihr greift natürlich nicht über euren Server drauf zu. Das ist ein bisschen arg umständlich. Aber was ihr machen werdet, ist, ihr greift oder ihr müsst diesen Ordner noch beschreibbar machen und alles drum und dran und den Ordner sozusagen einrichten. So, wir werden jetzt hier aber erstmal die Installation abschließen. Bam. Okay, für die anderen Alzheimer-geplagten Menschen unter euch, ich habe ein falsches Passwort hier eingegeben und da habt ihr natürlich dann mehr als nur einen Versuch, wenn ihr auch zu blöd seid, euch ein Passwort wie Password zu merken, so wie ich gerade. Naja, okay. Installation abschließen, dann sollte es dieses Mal hoffentlich gehen. Genau, so sieht das gut aus. Es dauert eine Weile, bis das Ganze alles angelegt ist. Es muss natürlich die ganzen Daten und so weiter machen, die ganzen Verzeichnisse anlegen und so weiter und so fort. So, und danach landen wir in unserem wunderschönen, naja, wir landen noch nicht, ich pausiere euch mal. So, und wenn ihr schon alles richtig eingerichtet habt, dann landet ihr hier auf diesem wunderbaren Teil und ihr habt sozusagen eure Cloud für euch zur Verfügung. Das Problem ist, dass die meisten von euch höchstwahrscheinlich noch nicht sowas richtig eingerichtet haben, denn bei mir hat es jetzt auch gerade noch mal relativ lange gedauert, weil bei mir ein paar Sachen nicht wollten, und deswegen widmen wir uns nochmal unserer Nginx-Konfiguration. Ihr müsst entschuldigen, ich habe gerade eben pausiert und relativ lange an meiner rumgedoktert, weil ich tatsächlich ein paar Probleme hatte. Und zwar bin ich in dem Ordner, wo die Nginx-Konfiguration drin ist, Vim Default. So, und jetzt sehen wir hier, dass ich alles Mögliche schon geändert habe. Woher weiß ich das alles? Naja, es gibt eine Nginx-Konfiguration extra für OwnCloud. Die findet ihr hier unter doc.owncloud.org/server und dann hier oben, ihr könnt selber lesen. Einfach nach Nginx Example Configuration suchen. So, jetzt gehen wir die Schritt für Schritt durch. Ihr müsst die wirklich 1:1 quasi einfügen und dann aber ein paar Sachen manipulieren. So,
Ich hatte bei mir, ich wollte das nicht über 443 laufen lassen, also nicht über SSL, sondern ich wollte es unverschlüsselt über HTTP laufen lassen. Das bedeutet, für mich fällt dieser Teil hier raus und hier muss Listen 80, ich zeige es euch gerade mal, wie es bei mir aussieht. Den Upstream lassen wir mal ganz kurz drin, so wie er ist. Hier muss bei mir Listen 80 Default Server stehen, weil ich ja nur die OwnCloud laufen lassen möchte auf diesem Server. Und den Root hatten wir hier schon angepasst. Und wichtig ist jetzt aber auch noch, dass ihr, wenn ihr nicht HTTPS benutzen wollt, hier aus dieser Konfiguration, wie gesagt, das hier muss Listen 80 sein, also wie hier oben im Prinzip. Und der Servername, den könnt ihr eigentlich so stehen lassen, wie ihr ihn bei euch drin habt. Also im Prinzip Listen 80 Default Server. Und danach direkt weiter mit diesem Add Header, also ab hier unten. Die SSL-Zertifikate müssen auch raus, wenn ihr nicht SSL benutzt. Ansonsten drin lassen. Okay, so, und was muss noch raus, wenn ihr kein HTTPS benutzen wollt? Dieses Fast CGI Param HTTPS On muss auch raus, denn ansonsten gibt es Ärger. So, und wenn ihr jetzt eine nicht ganz aktuelle Version, also nicht die neueste Version von Nginx habt, dann muss diese Zeile hier auch raus oder zumindest auskommentiert werden, denn das hat bei mir auch erstmal Schwierigkeiten gemacht. Also wenn bei euch irgendwas nicht funktioniert, dann schaut nach in, Sekunde, in dieser Datei hier, cut/var log nginx error, da kommen dann auch teilweise die Fehlermeldungen und die könnt ihr dann benutzen, um irgendwas damit anzufangen. Bei mir stand zum Beispiel eben, dass Buffering nicht funktioniert. Das heißt, diese Zeile muss hier raus. Also wenn ihr irgendein Problem mit Buffering habt, probiert erstmal diese Zeile hier auszukommentieren. Die muss auch nicht unbedingt drin sein. Ansonsten habe ich tatsächlich alles von dieser Konfigurationsdatei hier übernommen, von der oberen, weil ich es, wie gesagt, im Webroot von Nginx, da nur das hier gelaufen ist, auf dem Server, habe ich nur den Webroot hier gebraucht. Alle Dateien unten drunter sind für euch nicht relevant, nur die hier oben. Und wie gesagt, was ich gemacht habe, um HTTP und nicht HTTPS zu benutzen, habe ich hier gesagt, ist aber auch noch hier drauf. So, bei mir kam aber trotzdem noch ein Fehler mehr, also das heißt, ich musste nicht nur das Buffering disablen, sondern ich hatte auch noch ein Problem mit dem Upstream. Den kann ich euch gerade mal noch kurz zeigen, der steht hier unten immer noch, und zwar Connect failed while connecting to Upstream Client, das ist meine IP hier, Request bla bla bla, Upstream Fast CGI und so weiter und so fort. Wir sehen hier am Upstream oder am Connect failed, weil die Connection refused wurde. So, was man jetzt macht, ist hier einfach das Kommentar vorne dran zu löschen. Ich gehe nochmal kurz in die Default-Konfiguration rein. Ihr seht es hier, ich habe Server Unix var run php 5.sock habe ich hier noch drin stehen, also nicht auskommentiert. Das heißt, da habe ich das Kommentar entfernt, damit das Ganze wieder funktioniert hat. Das ist auch noch sehr wichtig, damit das Ganze funktionieren kann. So, wenn es bei euch nicht funktioniert, wie gesagt, es gibt einen Haufen Fehlermeldungen hierbei, und falls euch da irgendwas sauer aufstößt oder irgendwas nicht funktioniert, probiert das Ganze aus, was ich gesagt habe, und ansonsten schreibt bitte im Forum, da möchte ich gerade nochmal Werbung machen an der Stelle. Im Forum sind viele kompetente Leute, die euch da höchstwahrscheinlich super helfen können. Genau. So, und ja, was ihr danach noch machen müsst, ist Folgendes. Ihr müsst hier den Port 9000, weil wir hier 9000 eingetragen haben, müssen wir den freigeben für die Firewall, also UFW. Das heißt, ihr müsst machen UFW allow 9000. Okay, skipping adding existing rule. Wie gesagt, ich habe davor rumprobieren müssen, damit es bei mir funktioniert hat. Und danach müsst ihr natürlich Nginx noch wieder neu starten. Das heißt Service Nginx Restart. So, und wenn ihr das alles gemacht habt, wie gesagt, diese Konfigurationsdatei ist enorm wichtig. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr unter eurem Server, werdet ihr weitergeleitet auf diese Seite hier und habt dann eben Documents, Fotos, OwnCloudManual.pdf. Das heißt, ihr habt eure eigene Cloud eingerichtet. Super! Ich hoffe, es funktioniert soweit bei euch alles und euch hat es gefallen. Falls ihr einen Upvote da lasst, würde ich mich natürlich immer freuen. Falls ihr einen Downvote da lasst, und das geht an alle meine Hater, bitte schreibt mir dazu, warum ihr downvotet, damit ich es das nächste Mal vielleicht besser machen kann. Wenn ihr einfach nur ein anderes Video erwartet, dann schreibt mir in der Webseite, also auf meiner Webseite in dem Bereich Community, gibt es erstens mal eine Abstimmung, was ich als nächste Serie mache, falls ich dann irgendwann mal wieder eine frei habe, und zweitens einen Bereich mit Wünschen. Und falls ihr wegen einem anderen Grund downvotet, dann sagt mir bitte warum. Wenn es nur wegen einem anderen Programm ist, also weil ich jetzt OwnCloud statt XY Cloud benutzt habe, dann schreibt mir das auch darunter, dann kann ich dazu auch noch ein Video machen. Okay, dann macht's mal gut und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!